Sie sehen es in unseren Live-Bildern. Die Linke kommt auch zusammen um 13 Uhr. Und da gibt es jetzt schon ein Statement vor dem Zusammentreffen mit Heidi Richeneck. Sie bleibt Co-Vorsitzende der Fraktion. Hören wir mal rein, was sie zu sagen hat. Ja, herzlich willkommen zum Pressestatement der Fraktion Die Linke. Ich begrüße Sie herzlich. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Heute mit Heidi Richeneck und Sören Pellmann. Heidi Richeneck hat das Wort. Ja, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Fraktion Die Linke im Bundestag. Wir werden uns zwar gleich erst in der Sitzung konstituieren, aber das ist für uns natürlich ein besonderer und vor allem wundervoller Moment nach den letzten Monaten. Und deswegen freut es mich umso sehr, dass so viele von Ihnen vorbeigekommen sind und natürlich jetzt auch gleich einen Blick auf die neue Fraktion werfen wollen. Dazu möchte ich einfach ein paar Informationen Ihnen mitgeben, weil ich finde es wirklich eine ausgezeichnete Fraktion, die wir zusammengestellt haben. Ich habe natürlich nichts anderes erwartet. Wir werden jetzt 64 Abgeordnete der Linken hier im Bundestag sein. Davon sind 6 mit Direktmandaten eingezogen, 4-mal in Berlin. Gregor Gysi, Enis Schwertner, Pascal Meiser und Ferhat Kotschak. Einmal steht Sören Pellmann, Leipzig Süd, neben mir den Hattrick bekommen im leider sehr blau-braun gefärbten Sachsen und natürlich einmal aus Thüringen unser ehemaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow. Alle 6 jetzt auch Teil der neuen Fraktion. Es gibt aus der letzten Wahlperiode nur 13 wiedergewählte Abgeordnete und es scheiden 15 Abgeordnete der Gruppe aus, 25 der ehemaligen Linksfraktion, je nachdem wie sie zählen. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir einen hohen Frauenanteil auch in unserer Fraktion haben. Und zwar sind es 36 Frauen, das sind 56,25%. Damit sind wir die Fraktion mit dem zweithöchsten Frauenanteil direkt nach den Grünen mit 61%, vor der SPD mit 41%, der Union mit 23% und den anderen mit 11,8%. Wir haben auch eine äußerst junge Fraktion. Das Durchschnittsalter beträgt 42,2 Jahre. Wir sind die jüngste Fraktion hier im Bundestag und es freut mich sehr. Auch, dass ich noch unter diesem Schnitt liege, freut mich sehr, auch wenn es nicht mehr lange der Fall sein wird. Und wir haben auch 3 der jüngsten MdB im gesamten Bundestag in unserer Fraktion. Und ich finde, das zeigt sehr gut, dass sich die Linke verändert hat. Das bildet auch gut die Menschen ab, die uns unterstützt haben. Und das zeigt auch, dass wir die Gesellschaft sehr gut abbilden. Denn wir haben natürlich auch noch, ganz wichtig, den dienstältesten Abgeordneten, nicht den ältesten. Da geht es schon so ein bisschen um die Ehre, sondern den dienstältesten, das ist Gregor Gysi, der seit über 30 Jahren aktiv ist und deswegen auch der Alterspräsident sein wird und auch hier die Konstituierung des Bundestages eröffnen wird, worauf wir uns natürlich schon sehr freuen. Und ich bin auch besonders froh darüber, dass wir viele Menschen aus der Gesellschaft aus verschiedenen Berufsfeldern repräsentieren. Wir haben SozialarbeiterInnen, einen Kfz-Mechatroniker, KrankenpflegerInnen, einen Schlosser, NaturwissenschaftlerInnen, Studierende und Auszubildende, also gerade bei den jungen Leuten natürlich. All diese Menschen haben wir jetzt hier direkt in den Bundestag geschickt aus ihren Berufen. Und ich finde, genau das ist es, was auch die Linke und auch die Fraktion hier im Bundestag auszeichnet, dass wir die Menschen vertreten, die uns auch gewählt haben, indem wir sie hierher schicken. Und damit bin ich überzeugt, werden wir eine sehr schlagkräftige Fraktion sein, eine laute Stimme für soziale Gerechtigkeit, gegen den Rechtsruck, für die Rechte und Freiheiten aller Menschen in diesem Land. Und wir haben, das wissen Sie ja schon, gemeinsam mit dem Parteivorstand als Gruppenvorstand ein 100-Tage-Programm verabschiedet, an den sich natürlich auch die zukünftige Fraktion gebunden fühlt. Wir planen jetzt unsere Anträge zum Thema bezahlbares Wohnen, also vor allen Dingen natürlich auch zum Thema Wuchermieten. Wir planen einen Antrag zum Thema Mietendeckel. Das ist ja auch ganz klar auch die entsprechende Konferenz, die wir angekündigt haben, genauso wie ein Antrag zur Vermögensteuer, auch dazu die entsprechende Konferenz. Wir werden unsere Mietwucher-App ausbauen auf weitere Städte. Wir werden natürlich auch den eingeplanten Kita-Gipfel hier einberufen. Also all das, was wir verabschiedet haben, ist jetzt als nächstes auf der Tagesordnung. Damit sind wir für die nächsten Wochen gut ausgestattet mit Arbeit. Ich freue mich unglaublich, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, jetzt mit diesem neuen Elan, mit diesem neuen Kampfgeist nach vorne zu gehen und freue mich, dass Sie uns da auch alle auf diesem Weg natürlich begleiten werden. Kritisch solidarisch.